Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal wieder ein bisschen was von W50. Ja, der Krisenserver, in unserer Gilde ist hier schon seit längerem der Krisenstab ausgerufen worden. Ja, wir verlieren immer noch, leider, muss man so sagen, nach wie vor Mitglieder, weil jetzt auch Leute zu anderen vollen Gilden wechseln, weil dort deren Freunde hingewechselt sind, etc. pp. So, ne? Auf jeden Fall, die Dynamik lässt nicht ab. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr, also in den 5 Monaten, die dieses Jahr jetzt alt ist, bestimmt 25, 30 Mitglieder verloren und auch wieder ausgewechselt, was natürlich den Anfangsspirit, wie gesagt, unserer Gilde natürlich stark entgegenspricht, so, ne? Diesen festen Kern zu halten. Aber so ist das nun mal, Leute kommen, Leute gehen und es ist ein fliegender Wechsel so, ne? Leute wechseln in andere volle Gilden, was mir dann wiederum so ein bisschen, weiß ich nicht, die Gedanken aufstößt, dass die Leute, die halt volle Gilden haben, ja ihre Leute für unsere Leute ja auch auswechseln müssen. Das heißt, die müssten ja auch Member kicken dafür, so, ne, die dann halt woanders hingehen, denn, ne, also, ja, kann man halten, was man will von der ganzen Politik, ne, ich gehe da gar nicht weiter ins Detail ein, gehört alles zum Spiel dazu, so, ne. Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend, aber ich muss sagen, wir werden immer mehr angeschlagen, muss ich sagen. Ne? Und das ist ziemlich schwierig zu handeln, das Ganze hier auf W50. Ne? Haben schon ziemliche Rückschläge erlitten. Aber trotzdem freue ich mich immer noch nach wie vor an alle Leute und vor allen Dingen auch an alle neuen Leute, die unserer Gilde beigetreten sind, auf dass ihr hoffentlich dann auch bei uns bleibt treu an der Seite. Ne? Wir haben auch ein paar Leute dabei, die man halt auch, wie gesagt, aus der Community kennt, so, ne? Wie Meerstorm zum Beispiel. Ne? Der ist ja auch jetzt relativ neu. Grüße auch an dich an der Stelle. Ne? Sind ein paar Leute, die nicht ganz so hoch im Level sind, aber wo wir hoffen, dass das dann trotzdem Ausdauerspieler sind. Ne? Und an der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal ausrufen, wenn ihr zu uns in die Gilde wollt, ne, dann schreibt mir gerne oder den Offizieren gerne eine Mail, ne, und dann können wir gucken, was wir da machen können. Nach wie vor sind wir trotzdem immer noch eine voll ausgebaute, starke Gilde mit einer fast gemaxten Ritterhalle, so, ne, die paar Punkte machen den Kohl nachher auch nicht mehr fett. Außerdem fehlt ja auch momentan einer und im gleichen Atemzug mache ich auch immer ganz gerne Werbung für die Gilde der Störartigen, ja, unter der Leitung von Breezox, unsere Community-Gilde, ne, nicht zu verwechseln. Die Holzfällerhütte ist auch eine Community-Gilde, nur halt eben mit etwas höheren Zielen, ne, war aber trotzdem halt aus der Community zusammengewürfelt und kein fester Hardcore-Player-Kern, so, ne, das nicht. Trotzdem auf jeden Fall ein bisschen höher als die Community-Gilde, die sich zusammengesetzt hat aus deren Spielstil, der fast egal ist, Free-to-Play oder Pay-to-Win, ist egal, können gerne hier in die Störartigen rein, ja, die Community-Gilde hier ist auch am Start. Viele Leute, die man halt kennt aus YouTube vom Discord-Server, ne, wer da nicht sein sollte, auch gerne unten in der Videobeschreibung abchecken und da könnt ihr natürlich gerne joinen, falls ihr nicht zu uns in die Gilde könnt, weil die Voraussetzungen zu hoch sind. Hier werdet ihr gerne angenommen. Die einzige Voraussetzung hier in der Gilde: aktiv spielen. So, das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ne? Da könnt ihr auch Free-to-Play am Start sein. Ja, deswegen Grüße an die Störartigen nochmal an der Stelle so, ne? Und gucken wir heute mal. Wir sind Stufe 422 mittlerweile hier auf W50. Ja, also ein bisschen hat sich was getan. Statpunkt-technisch gehe ich momentan ein bisschen auf Ausdauer. Ne? Da ist ein kleiner Switch. Wir haben relativ viel in Stärke reingebuttert jetzt in letzter Zeit. Da muss jetzt ein bisschen ausgeglichen werden, dass wir da dann so langsam wieder in Richtung 50-50 kommen. Ich hatte jetzt viel erstmal so geskillt gehabt, dass wir noch ein paar Dungeons vielleicht hier und da legen können. Das werde ich auch nach wie vor, denke ich, auch noch mal weitermachen, wenn ich jetzt erstmal auf 50-50 bin, ne? Also wenn ich Ausdauer auf 40k habe, dann ziehe ich Stärke auch mal erstmal 10k weiter hoch, dass ich auf 50-40 bin also jetzt nicht Verhältnis, sondern von den Stats her, und ich glaube, so werde ich das dann immer weitermachen. Dann ziehe ich Stärke 10k hoch und ziehe dann Ausdauer 10k nach und bin dann wieder auf 50-50 und ich glaube, so werde ich es dann auch erstmal eine Zeit lang handhaben.
Ja, das auf jeden Fall zu meiner Vorgehensweise hier als Krieger. Ne? Macht mir immer noch sehr viel Spaß, der Account, lässt auch nicht nach. Wie gesagt, ich finde Krieger an sich halt eine sehr, sehr nice Klasse. Freue mich drauf, wenn ich ja, früher oder später mit dem mal so ein bisschen ins Late Game komme und da dann auch ja, richtig schön viel ja, wie sagt man, richtig schön viel Lebensdecke. Ne? Da werde ich ein richtig schöner 50-50 Krieger werden. Das ist generell die beste Skillung, die ihr haben könnt als Krieger. Ne? Und da kann ich euch nur zu raten, dass ihr das denn macht. Ne? Es sei denn, ihr möchtet halt ein bisschen hier und da mal ja, ein bisschen in den Dungeons mehr machen, dann könnt ihr es so machen wie ich, dass ihr halt nochmal ja, vielleicht 10k mehr in Stärke reinbuttert und dann aber auch dann ne, wieder ein bisschen Ausdauer nachzieht. Ne? So, ja, die Kämpfe auf W50 sind nach wie vor immer noch größter Abfuck. Ja, also die Konkurrenz, ihr seht, ich bin jetzt auch stark gedroppt wieder, die Konkurrenz auf dem Server ist immer noch tadellos stark, muss ich sagen. Was ich aber sehr nice finde, tatsächlich, der Server ist halt alles andere als tot, so, ne? Und ja, liegt aber auch zum Teil daran, ich könnte jetzt schon ein bisschen höher sein, aber wenn wir jetzt mal in den, ja, was weiß ich, ja, nehmen wir mal einfach den Mozone als Vergleich hier, ne? Grüße auch raus an der Stelle auch, ne? Gucken wir mal hier einfach, ja, man sieht, es sind momentan die temporären Stats, die die Leute auf die Ränge nach oben katapultieren, ne? Mozone hier mit den Edelsteinen deutlich, deutlich, deutlich vor mir, deswegen statpunkt-technisch auch sehr, sehr weit vor mir, aber wenn wir jetzt mal auf die Basispunkte checken, ja, da hat er auf jeden Fall auch mehr. Ja, ich dachte, da kann ich ihn jetzt vielleicht outplayen. Nee, na gut, okay, gut. Meine Basis-Ausdauer reißt es dann wieder ein bisschen aus. So, er hat hier 10k, ich habe 8. Ja, dann hat er 10 oder 14k, 8. Ja, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, das sind wir so vielleicht even. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr, mal schauen. Weiß ich nicht ganz genau so. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Aber die Edelsteine sind halt eben, ne, das Ding so, oh Gott, hier. Ich habe halt meine Schatzkammer erstmal ausgebaut, das ist so mein Main-Fokus gewesen. Die Edelsteine ist bei mir auf 23, deswegen, die ist noch nicht so hoch. Ich ja, habe mir gedacht, ist halt eben besser, wenn man ein bisschen mehr Platz hat im Inventar, wenn man ein bisschen mehr Items verkaufen kann, ein bisschen mehr Items zur Hexe bringen kann, ein bisschen mehr Gold machen, ein bisschen mehr Basispunkte stacken und das ist vielleicht mein Vorteil nachher im Late-Game, wenn dann die Leute später, ja, die haben zwar temporär bessere Stats, aber ich habe dauerhaft bessere Basis-Stats und die temporären Stats kann ich auch später temporär nochmal aufholen, so, ne? Goldgrube genauso, da werde ich mal schauen, vielleicht auch so ja, ein bisschen noch ausbauen. Ne? Gut, aber was wir eigentlich machen wollten, diese Folge ist, ich habe noch ein bisschen was vor, tatsächlich. Ne? Wir sind jetzt schon hier 8 Minuten bei und nur gelabert und rabarbert hier. Ne? Wir gehen in die Dungeons rein. Ja? Der Holle, der muss heute fallen und vielleicht auch der Oberork. Ja, das sind Gegner, an denen hänge ich schon ein bisschen länger. Ich muss mal schauen, ob erstmal, ne, Kontrollblick ist besser auf jeden Fall. Immer einen Kontrollblick machen, kann ich euch in jeder Lebenslage empfehlen. Da vermeidet man definitiv böses Erwachen. Und ja, Locke der Schwindler, wäre schön, wenn er heute fällt. Beide so ungefähr eine 0,50er Chance. So, ne? Also ist machbar, aber ist mit ein bisschen Pilzaufwand verbunden. Wir haben aber schon lange hier auf dem Server keine, ja, sag ich mal, Dungeon-Folge mehr gemacht. Großartig verbessert habe ich mich jetzt nicht in der Zwischenzeit, weil es momentan ein bisschen eher so Stillstand. Ne? Und da ist auch schon gefallen. Ja, nice. Siehst du, so geht das auf jeden Fall. Das können wir dann gleich mal hier wegtun und ja, mal gucken. Locke der Schwindler. Wer hat hier reingecarried? Ja, gut Damage gemacht hier, okay. Ja, aber wir haben nochmal einen Großteil dazu beigetragen. Sehr nice. War doch gar nicht so schlimm gewesen. Ja, und wir sind dann damit fast Level Up. Das ist natürlich sehr nice. Der Gegner danach, tödlicher Anblick, der, glaube ich, die ersten Tries sahen nicht schlecht aus. Aber ich hatte schon nachgeschaut gehabt, der hat eine Chance von 0, was weiß ich, 0,10 oder so. Aber ich muss sagen, für 0,10 sahen die Chancen echt gut aus gerade. Weil ich glaube, der war noch weniger als 0,10. Ne? Ja, aber das auf jeden Fall dazu. Ich glaube, den lassen wir jetzt erstmal. Da attackieren wir lieber den Oberork, ja, und werden mal schauen, ja, was der so sagt. Ne? Vielleicht hat der auch Bock. Oha, Alter, wie schnell, was? WTF?
Ja, das ging schneller als erwartet. Und eine neue Kundschafterwaffe. Spanne, Dreck. Spanne, Müll. Ist nicht nice. Statpunkte auch noch schlechter, weil ich habe eine legendäre Waffe. Also das ist, ja, vorne und hinten kann ich mit den Kilomatic 5000 nix anfangen. Ja, nice try, aber nein, danke. So, bei ihm hier beim B-Zug, da habe ich noch nicht geschaut, was die Chancen sagen. Boah, aber was? Auch schon gute Tries gewesen, die ersten paar. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier tatsächlich so gut aussieht, ne? Ja, da kann man vielleicht mal ein bisschen rein investieren hier. Wer weiß? Keine Ahnung. Es könnte. Ja. Ha! Was? Digga, was geht denn hier ab? Schon wieder. Das ist aber eine gute Spanne. Ich glaube, mein Magier hat auch. Nee, der hat keine legendäre Waffe. Das ist ein Upgrade. Das ist ein Upgrade, auf jeden Fall. Doch, das muss man machen. Spanne, das Wichtigste. Spanne, das A und O. Ja, Statpunkt-technisch, durchschnittsschadenmäßig, geht so, ist nicht viel besser, aber, warte mal, was sagt die Rune? 60. Aber die Spanne ist mal wirklich Schmackofatz, muss ich sagen, an der Stelle. Da müssen wir gleich mal rein. Wir haben leider kein Gold am Start. Das ist wieder ein bisschen traurig. Da müssen wir mal kurz questen hier. Nach wie vor gehe ich hier auch immer noch auf Erfahrung auf dem Account. Ne? Deswegen ja, bin ich vielleicht auch schon ein bisschen höher im Level als der ein oder andere Spieler. Deswegen hinke ich vielleicht auch zum Teil nach, was die Statpunkte angehen, ne? Weil vielleicht ein paar Leute schon auf Gold geswitcht sind. So, was wollte ich jetzt machen? Hier, ich wollte die Waffe verzaubern hier. So, 5,5 Millionen, das ist ja ein Schnapper. Ich dachte, das kostet schon 10 Mille, aber das geht tatsächlich noch. Ja, krass. Ey, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch den danach auch noch wegprügeln. Aber das sah ganz gut aus und da habe ich mir gedacht, das kann man definitiv mal machen. Ja, aber ich glaube, der Schmauch, da lassen wir jetzt erstmal die Finger von. Obwohl, ja, 1, 2 Toys sahen auch nicht schlecht aus, aber nee, muss nicht sein. Wir haben ein gutes Upgrade gemacht, beziehungsweise besser gesagt der Marquardt. Sehr, sehr schön. Mal schauen, was der damit in Zukunft anstellen kann. Ne, können wir vielleicht in den einen oder anderen Dungeon nochmal in Zukunft rein. Aber das soll es erstmal für heute soweit gewesen sein. Status-Update von W50. Geht voran, ja, auch wenn wir hier und da ein bisschen schwanken, trotzdem bleiben wir als Gemeinschaft stabil und das will ich auch auf jeden Fall weiterhin so sehen. Deswegen nochmal ganz liebe Grüße raus an alle Leute aus der Holzfällerhütte und auch von den Störartigen. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Deswegen die doppelten Grüße gehen raus hier, ja, und natürlich auch an jeden, der hier auf W50 spielt, an jeden, der hier die Videos verfolgt, aktiv und an jeden, der hier auch ein Abo dagelassen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da und Kommentar, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.